Hallo ihr Lieben, mein diesjähriges Ramadan-Special starte ich mit einem marokkanischen Gebäck, das besonders handlich, weich und luftig ist und das vor allem den Kindern schmecken wird, das garantiere ich euch. Wir brauchen klassisches Weizenmehl, hier habe ich Semola di Grano Duro, das ist Hartweizengrieß, alternativ verwendet ihr einfach Weizenmehl, Zucker, Salz, Frischhefe oder Trockenhefe, Öl und Wasser. Und für etwas später zum Bestreuen noch ein bisschen Semola. Gebt das Mehl zusammen mit dem Salz in die Rührschüssel eurer Küchenmaschine. Das lauwarme Wasser vermischt ihr mit dem Zucker und der Hefe. Zum Mehl fügt ihr noch das Öl hinzu und die feuchten Zutaten. Ich füge den Hartweizengrieß in diesem Schritt hinzu, weil ich es vorher vergessen hatte, aber ihr könnt ihn natürlich ganz am Anfang mit dem Mehl und Salz vermischen. Verknetet einen kompakten Teig. Normalerweise sind meine Hefeteige ja relativ weich, dieser ist eher etwas fester. Im Anschluss knetet ihr den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche nochmal gründlich durch. Befettet die Schüssel und gebt die Teigkugel zurück hinein, deckt die Schüssel gut ab und stellt sie an einen warmen Ort zum Gehen. Diesmal dauert es ungefähr 1 bis 1,5 Stunden, da die Hefemenge in diesem Rezept etwas niedriger ist, aber das ist besser für euren Magen. Fertig ist der Teig, wenn er sein Volumen verdoppelt hat, darauf solltet ihr also achten. Nach der Gehzeit wird dann nur ganz kurz geknetet und ausgerollt und zwar auf 5 mm Dicke. Jetzt stecht ihr einfach Kreise aus und legt diese auf ein sauberes Küchentuch. Die Reste werden natürlich wieder zu einem Teig verknetet, ausgerollt und ausgestochen. Allerdings sollten diese Teigstücke ein bisschen länger gehen dürfen als die anderen, da dieser Teig, den wir jetzt natürlich zweimal geknetet haben, etwas fester ist. Zum Schluss bleibt dann noch ein etwas größeres Fladenbrot und ihr könnt dann alle zusammen abdecken und für 20 bis 30 Minuten an einem warmen Ort nochmals gehen lassen. Ihr seht, sie sind schön aufgegangen und werden jetzt von beiden Seiten mit etwas Semola bestreut und ausgebacken. Erhitzt die Pfanne zunächst auf stärkster Stufe und dann schaltet ihr die Hitze herunter auf Stufe 5 bis 6 von 9. Legt die Fladenbrote vorsichtig in eine nicht befettete Pfanne und verwendet auch nicht zu viele, 4 bis 5 Stück maximal. Insgesamt dauert es ca. 8 Minuten, bis sie fertig sind. Ich wende sie alle 2 Minuten, damit sie von jeder Seite genügend Bräunung erhalten und natürlich am Ende auch durch sind. Sind sie fertig, wickelt ihr sie einfach in ein sauberes Küchentuch und fahrt auf diese Weise fort. Allerdings ein wichtiger Tipp, reinigt die Pfanne nach jeder Tour von dem Grieß, denn sonst habt ihr überall Brandflecken auf euren Fladenbroten. Wenn ihr sie seitlich eindrückt und diese Mulde bleibt so stehen, also der Teig kommt nicht zurück, ist es ein Zeichen, dass sie noch roh sind, also weiter backen. Erst wenn sie so aussehen, seht ihr drückt hinein und der Teig kommt wieder zurück, dann wisst ihr, sie sind durch. Lasst sie vollständig auskühlen und wenn ihr sie dann öffnet, sehen sie innen so aus. Ich kann euch nicht garantieren, dass jedes eurer Fladenbrote eine Tasche haben wird, weil sie ein bisschen dicker sind als klassisches Fladenbrot, aber was ich euch verspreche ist, dass sie innen wirklich watteweich und luftig sind.
Ihr könnt die Batboot auch in einer größeren Menge zubereiten und einfrieren. Wichtig ist, dass ihr sie wirklich luftdicht verpackt. Wie das Ganze dann mit dem Auftauen funktioniert, könnt ihr im Rezept auf meiner Website nachlesen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich gerne auch auf Facebook, Instagram und Pinterest.